Hallo Daniel, hörst du mich? Hi Laura, warum schnaufst du so? Rennst du einen Marathon? Fast. Ich bin im Park mit Max. Er hat gerade ein Kaninchen gesehen und zieht wie verrückt an der Leine. Ach ja, der Hund deiner Freundin. Also bist du schon bei deiner ersten Runde Gassi gehen? Ja, seit 6 Uhr morgens. Er hat so viel Energie. Das ist unglaublich. Ich bin völlig am Ende. Aber Max ist topfit. Das klingt stressig. Ich sitze dagegen ganz entspannt im Café. Ich habe gerade meinen zweiten Cappuccino bestellt und beobachte die Leute. Du Glücklicher. Ich konnte nicht mal in Ruhe frühstücken. Max stand um 5:30 vor meinem Bett und hat gebellt. Tja, Hunde haben keine Schlummertaste am Wecker. Aber Bewegung am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, oder? Von wegen. Max hat gerade versucht, in einen schlammigen Teich zu springen. Ich brauche heute dringend Hilfe. Hilfe, wobei? Ich kann keine Hunde baden, Laura. Nein, das mache ich. Aber kannst du mittags zur zweiten Runde Gassi gehen kommen? Alleine schaffe ich das nicht nochmal. Eigentlich wollte ich heute meine E-Mails erledigen und Deutsch lernen. Aber okay, eine Pause an der frischen Luft tut mir sicher gut. Super. Treffen wir uns um 1 am Haupteingang vom Park? Abgemacht. Ich bringe gute Laune und vielleicht ein paar Leckerlis mit. Hallo Laura. Wow, Max ist ja riesig. In meiner Vorstellung war er viel kleiner. Hallo Daniel. Ja, er ist eine Mischung aus Hund und kleiner Lokomotive. Hier, nimm mal die Leine. Holla, er hat wirklich Kraft. Max, ganz ruhig, Großer. Wir gehen doch schon. Er mag dich anscheinend. Schau mal, wie er mit dem Schwanz wedelt. Hoffentlich verwechselt er mein Bein nicht mit einem Baum. Wo gehen wir lang? Lass uns Richtung Fluss gehen. Dort darf er auf der Wiese ein bisschen frei laufen. Gute Idee. Sag mal, Laura, wie schaffst du das mit deiner Arbeit, wenn du 3-mal am Tag raus musst? Es ist schwierig. Ich arbeite heute im Homeoffice. In der Mittagspause gehen wir kurz und die langen Runden mache ich vor und nach der Arbeit. Respekt, mir wäre das auf Dauer zu anstrengend. Ich bleibe lieber bei meinen Zimmerpflanzen. Oh nein. Max, pfui. Daniel, hast du gesehen, was er gerade gemacht hat? Er hat den Picknickkorb von dem Paar dort drüben beschnüffelt. Er hat nicht nur geschnüffelt, er hat ein halbes Brötchen geklaut. Das ist mir so peinlich. Keine Sorge, ich gehe hin und entschuldige mich. Die Leute sehen nett aus. Danke, Daniel. Das ist das Problem, wenn man mit einem verfressenen Hund Gassi gehen muss. Man muss überall gleichzeitig Augen haben. So, alles geklärt. Sie fanden es lustig. Aber jetzt habe ich selbst Hunger bekommen. Was essen wir? Ich wollte eigentlich Pasta mit Tomatensauce kochen. Hast du Lust? Immer. Aber wir müssen noch einkaufen. Mein Kühlschrank ist so leer, da wohnt nur noch ein einsamer Joghurt. Dann gehe ich schnell zum Supermarkt um die Ecke. Du bleibst hier draußen bei Max, oder? Genau. Ich passe auf ihn auf. Dann könntest du in Ruhe einkaufen. Super. Max ist jetzt sowieso etwas müde. Das passt perfekt. Perfekt. Ich brauche auch noch Eier für mein Omelett morgen. So, die Einkäufe sind verstaut. Max schläft in seinem Körbchen. Jetzt können wir in Ruhe kochen. Was soll ich tun? Ich bin heute dein Küchengehilfe. Du darfst die Zwiebeln und den Knoblauch ganz fein würfeln. Aber wehe, du weinst dabei. Ich versuche es. Wenn ich weine, liegt es nur an deiner harten Kritik, nicht an den Zwiebeln. Keine Sorge, ich bin eine nette Chefin. Ich setze schon mal das Nudelwasser auf.
Sag mal, wie machst du die Soße so lecker? Meine schmeckt immer nur nach Ketchup. Der Trick ist Zeit. Man muss die Zwiebeln langsam glasig dünsten und dann die Tomaten lange köcheln lassen. Und der Zucker? Ich habe gehört, eine Prise Zucker hilft. Genau, das hebt das Aroma der Tomaten hervor. Probier mal, ob genug Salz drin ist. Perfekt. Aber vielleicht noch eine Prise Pfeffer für die Schärfe? Gute Idee. Mach das rein. Während die Nudeln kochen? Ich habe gestern über trennbare Verben gelesen. Aufräumen ist eins, oder? Ja, genau. Ich räume auf, du räumst auf. Warum fragst du? Weil ich heute Morgen meine Wohnung aufgeräumt habe, bevor ich ins Café gegangen bin. Sehr gut. Und wie ist es mit Einkaufen? Das haben wir gerade gemacht. Wir kaufen zusammen ein. Es ist gar nicht so schwer, wenn man es benutzt. Die Nudeln sind fertig. Daniel, kannst du bitte den Tisch decken? Mache ich. Wo findest du das Besteck? In der ersten Schublade links. Die Servietten liegen oben auf dem Schrank. Alles klar. Brauchen wir Gläser für den Wein oder trinken wir Wasser? Lass uns beim Wasser bleiben. Wir müssen später nochmal mit Max Gassi gehen. Da brauchen wir einen klaren Kopf. Stimmt. Sicherheit geht vor. Vor allem bei diesem Wirbelwind von Hund. So, es ist serviert. Lass es dir schmecken. Danke, gleichfalls. Wow, Laura, die Pasta ist wirklich fantastisch. Die Konsistenz ist genau richtig, schön al dente. Danke, das Lob freut mich. Kochen entspannt mich total nach so einem wilden Vormittag. Ich finde es auch schön, mal nicht alleine zu essen. In meiner kleinen Wohnung ist es oft zu ruhig. Dann komm öfter vorbei. Wir können immer eine Portion mehr kochen. Was hast du morgen eigentlich vor? Musst du wieder auf Max aufpassen? Nein, morgen früh wird er abgeholt. Dann habe ich endlich mal wieder Zeit zum Ausschlafen. Das hast du dir verdient. Ich treffe mich morgen mit ein paar Freunden zum Fußballspielen im Park. Hoffentlich begegnest du dort nicht Max, sonst spielt er mit eurem Ball. Das wäre ein kurzes Spiel. Er würde den Ball wahrscheinlich einfach kaputt beißen und wegrennen. Weißt du, was ich heute gelernt habe? Dass ein Hund wie Max ein echtes Fitnesstraining ersetzt. Definitiv. Und ich habe gelernt, dass du ein ziemlich guter Zwiebelschneider bist. Danke für das Kompliment. Wir sind ein gutes Team. Eine kocht, einer schneidet und ein Hund sorgt für das Chaos. Perfekte Zusammenfassung. Ich bin jetzt echt müde, aber glücklich. Ich auch. Es war ein produktiver Tag, trotz der spontanen Planänderung. So, hier trennen sich unsere Wege. Danke nochmals fürs Helfen beim Einkaufen und Aufpassen. Sehr gerne, Laura. Schreib mir morgen, wie dein erster Tag ohne Max war. Mach ich. Schlaf gut und viel Erfolg beim Fußball morgen. Danke. Tschüss, Laura. Tschüss, Max. Bis bald. Tschüss, Daniel. Komm, Max, noch einmal um den Baum und dann ab ins Bett.